euch auf der Reise unseres Lebens. Hallo in dem neuen Video. Wir hängen immer noch hier festgemacht, aber es ist der erste Schritt zum Panama-Kanal. Wir gehen jetzt zu unserem Agenten und lassen uns jetzt das ganze Prozedere für den Panama-Kanal erklären. Er sagt uns, auf was wir achten müssen, wie es abläuft und die ganzen Kostenpunkte. Also sehr interessant und gibt uns vielleicht sogar auch schon einen Termin für den Kanal. Also steigen wir mal hin jetzt. Wir haben keine Masken. Geht das? So, wir haben viele Informationen bekommen. Ja, mega gut. Ja. Es kostet alles zusammen 2085 $. Ja. Plus eine Kaution kommt noch dazu von guten 800. Die kriegt man danach wieder zurück, solange man keine Scheiße baut. Der Motor darf halt nicht ausfallen, also dann kriegst du nicht zurück. Was ein bisschen heftig ist, wir fahren ja mit 2 Booten durch. Und genau 2 Boote und insgesamt müssen wir zu 7 sein, glaube ich. Ja, also wir brauchen wir müssen noch mal 2 mitnehmen, damit wir genug Crew sind. Genau, da haben wir aber 2, die noch mitkommen. Und alle 3 Boote müssen funktionieren. Heißt, man ist quasi zusammen für alle verantwortlich und wenn ein Boot ausfällt, heißt Motorschaden hätte, Dieselpest, irgendwas einfach nicht klappen würde, dann können alle 3 nicht weiter. Und wir müssen, dann müsste man abschleppen. jeder muss zahlen. Also und jeder muss zahlen und jeder verliert sein Geld, weil ja, man ist ja ziemlich fixiert, also man muss einen Termin schaffen, sowohl zum Reinkommen als zum Rauskommen. Drum muss man sich da auch gegenseitig vertrauen und sollte sich ein Boot suchen, wo man sich sicher ist, dass da auch alles funktioniert. Ja. Ich habe das andere Boot nicht gesehen, aber Tula und wir sollten das irgendwie schaffen. Genau. Aber es wird ernst. Am Samstag werden wir vermessen. Genau, ja, Samstag vermessen und dann nächste Woche geht's los. Hoffentlich, wenn es alles klappt. Und dann sind wir in Panama City. In Panama City wollen wir dann nochmal 2-3 Tage bleiben, uns eindecken mit Groceries und Panama City anschauen. So, wir haben einen Motorölwechsel gemacht. Das haben wir auch gefilmt und noch erklärt. Leider hört sich der Ton so an. Ja, das Mikrofon hat ein bisschen Faxen gemacht. Aber ich erkläre jetzt einfach nochmal, was wir gemacht haben. Grundsätzlich ist der Motor, ich sitze drauf, super leicht für einen Motorölwechsel. Das war mit der Aira viel komplizierter. Hier können wir einfach die Pumpe anschließen und das Motoröl, selbst wenn es kalt ist, einfach auspumpen und dann ist der einfach komplett leer. Also das ist sehr simpel. Dann haben wir zusätzlich, also das macht man immer gleichzeitig, die beiden Ölfilter hier haben wir auch getauscht. Das macht man eigentlich immer mit jedem Motorölwechsel, tauscht man auch alle Filter aus, damit das ganze System einfach erneuert ist. Dieselfilter ist auch neu und der Dieselfilter hier ist auch neu. Heißt, wir sind ziemlich gut für den Panama-Kanal gewappnet. Kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen, sollte auch nicht schief gehen. Kühlwasser ist auch gecheckt, heißt wir haben auch genug Kühlwasser drin im Motor. Ich mache aus den Aufnahmen, die wir jetzt haben, noch einen kleinen Zusammenschnitt, damit ihr ein bisschen einen Eindruck davon kriegt, wie das hier aussah bei dem Motorölwechsel. Jetzt gerade geht es hier von der Temperatur, aber als wir den Motorölwechsel gemacht haben, da waren hier 35 Grad drin und 150% Luftfeuchtigkeit. Da war echt Schwitzen angesagt. Ich schneide das jetzt mal zusammen. Ob die gute Kiste anspringt. Müsste einfach anspringen. Hoffentlich. Easy. Öldruck ist ganz normal.
2 Störungen. Ja, die haben wir immer. So, dann sind wir bereit für den Panama-Kanal, würde ich mal sagen. Kiste brummt und da sollte nichts passieren. Auch unsere frischen Vorräte stocken wir nochmal auf. Dafür verlasse ich kurz die Marina und kaufe beim Obst- und Gemüsetruck frisches und lokales Gemüse ein. Besseres Zeug kann man gar nicht finden. Es kommt frisch vom Feld und hat noch gar keine Lieferkette hinter sich. So, wir machen es jetzt. Wir haben uns jetzt lange davor gedrückt. Wir haben immer wieder, sind wir es angegangen und dann haben wir es doch nicht gemacht. Aber jetzt machen wir es. Wir schauen uns die Aira an. Puh. Die Aira. Mal schauen, wie sie ausschaut von innen. Von außen schaut sie echt noch ganz gut aus. Bin ich mal gespannt. Wir haben den Schlüssel. Super gut. Jetzt ist es soweit. Wenn jemand ein Boot braucht, dann ist es hier sicher ein guter Standort, weil hier stehen so viele Boote rum und ich bin mir sicher, sowas hier, Aluyacht, die wollen die Dinger alle verkaufen. Viele wollen sie einfach loswerden. Ja. Ja, wie wir. Was ist das Surfbrett? Also nice. Ah, nice. Puh. Auch noch schön stramm hier. Hey, sieht gut aus, ne? Alles trocken. Wenig Rost. Ja. Wenig Rost. Hier. Solarpaneele, die sehen noch gut aus. Ja, Kabel neu. Ja, ne? Das sieht nicht mehr gut aus. Da. Eieiei, wie oft man hier gesessen hat. Ja. Alles gut. Ich kenn genau den Kameraframe. Alter, was? Geile Kühlschrank, ey. Der ist zu. Ja, der muss geputzt werden. Schaut aber ganz gut aus. So, hier hinten schaut sogar noch besser aus. Also ein paar Schönheitsdinger sind echt nicht gut. Gell? Bart schaut gut aus. Nein! Was? Das Spinnengedicht. Siehst. Ah, die Kiste hier. Ah. Nochmal streicheln fürs Gefühl. Also wir sagen jetzt Tschüss zu unserem Baby, zu unserer ersten Liebe. Haben den Motor gerade nochmal angeschmissen. Tatsächlich, ja. 2 Sekunden angesprungen. Also für jeden, der sagt, die Kiste ist kaputt, wir haben wirklich brrrt und der Motor lief. Ja. Es war wirklich überhaupt kein Problem. Die Kiste ist ein gutes Boot. Da hieß ja immer, also, oder es war immer so ein Missverständnis. Wir sind ja ganz normal mit dem Ding hier Ja, reingefahren. der Motor lief ja. Der Tank muss gereinigt werden. Also es freut mich auch gerade richtig, Und dass wir die haben Kiste so den angesprungen Motor ist. natürlich nur ganz kurz angemacht. Und sofort Der wieder hat aus, ja. natürlich keine Kühlung, aber einmal kurz gerödelt. Stark aber. Geschmissen. Jetzt sagen wir ciao. Letztes Mal auf der Aira und dann Hier. geht's in den Pazifik für uns. Wollen wir das Video hier beenden? Ja. Ja. Ciao. Im nächsten Video seht ihr Nächstes Video ist Panama-Kanal. Panama-Kanal und das Tor in den Pazifik. Wenn du unseren Kanal noch nicht abonniert hast und weiter am Ball bleiben willst, kannst du hier unseren Kanal abonnieren und hier findest du ein zufällig für dich ausgewähltes Video. Ciao. Ciao.